Schneller und effizienter lesen, das geht. Ich zeige euch wie. Geht euch das auch so? Ich sehe immer wieder Tipps oder Werbung für Seminare oder sogar ganze Bücher zum Speedreading, dem Schnelllesen. Worum geht es dabei? Klar, ein Buch oder einen Text viel schneller lesen und trotzdem den Inhalt kennen. Klingt super, oder? Dazu kommen wir gleich. Erstmal ist wichtig zu wissen, warum manche von uns ewig brauchen, um einen Text zu lesen und andere die Seiten geradezu überfliegen. Wissenschaftler haben untersucht, woran das liegt, und sie entdeckten dabei 3 verschiedene Arten, wie Menschen lesen. Erstens die Subvokalisation. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich einfach. Subvokalisation bedeutet stilles Lesen, wobei jedes Wort innerlich mitgesprochen wird. Das ist die langsamste Art zu lesen. Ihr erkennt sie manchmal daran, dass jemand beim Lesen still die Lippen mitbewegt, wie das auch Leseanfänger häufig tun. Zweitens, lautes Lesen. Ist etwas schneller, könnt ihr aber nicht überall machen. Nicht, dass Hannah und ich nach dem ersten Tag der Osterferien nicht mehr glücklich gewesen wären. Drittens, visuelles Lesen. Das ist die schnellste Art und bedeutet, dass ihr die Worte direkt mit den Augen erfasst und versteht, ohne dass ihr euch deren Klang im Kopf vorstellt. Bei dieser Lesetechnik setzt das Speedreading an. Die Profileser benutzen also das visuelle Lesen. Und damit das noch schneller wird, trainieren sie möglichst viel Text mit einem Blick zu erfassen, also den Blickwinkel stetig zu erweitern. Das passiert bei jedem von uns bis zu einem gewissen Punkt automatisch. Speedreading-Profis erfassen ganze Zeilen auf einmal, aber das erfordert echt Übung und Geduld. Es gibt aber auch Kritik am Speedreading, nämlich, dass wir damit zwar schneller, aber nicht unbedingt effizienter lesen können. Ganz einfach, weil das Textverständnis und Behalten der Informationen vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Vor allem für Sachtexte, die viele Informationen enthalten, ist das Speedreading vielleicht nicht so gut. Aber auch ohne euch in Speedreading-Profis zu verwandeln, gibt es eine verlässliche und erprobte Methode, mit der ihr Texte zügig und effizient verinnerlichen könnt. Erst einmal braucht ihr Stifte zum Markieren und Schreiben, also zum Beispiel Textmarker und Bleistift. Und zweitens Ruhe und Konzentration, also Handy aus, Fernseher und Radio aus und dann kann es losgehen. Jetzt gehen wir in den 4 folgenden Schritten vor. Erstens Lesevorbereitung. Stellt euch dazu die folgenden 3 Fragen. Warum will ich den Text lesen? Was ist also die Leseabsicht? Was weiß ich schon über das Thema und wie ist mein Vorwissen? Was kann mir der Text möglicherweise vermitteln? Was ist also meine Leseerwartung? So bereitet ihr euch optimal auf die kommende Lesesession vor. Zweitens, überfliegendes Lesen. Beim überfliegenden Lesen, oder wie man auf Englisch sagt, Skimming, erfasst ihr die allgemeine Textidee, ohne den Text im Detail zu lesen. Dazu schaut ihr euch erstmal den Text und seine Gestaltung an, um herauszufinden, welche Art von Text ihr überhaupt vor euch habt. Dann überfliegt ihr den Text und sucht nach zentralen Schlüsselwörtern. Drittens, gründliches Lesen. Durch das gründliche Lesen könnt ihr den Inhalt des Textes genauer erschließen. Markiert euch wichtige Schlüsselwörter, Definitionen und Kernaussagen der einzelnen Textabschnitte. Auch Unbekanntes und Unklares solltet ihr in einer anderen Farbe markieren, damit ihr das später nachschlagen könnt. Viertens, lernendes Lesen. Die beste Art, neue Sachverhalte dauerhaft zu behalten, ist, sie in eigenen Worten zusammenzufassen und in Stichpunkten oder kurzen Sätzen aufzuschreiben. Durch diese aktive Auseinandersetzung mit dem Text bleibt er euch am besten im Gedächtnis. Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch von der Hand in den Kopf gehört. Klingt nach einem Lehrerspruch, ja, stimmt schon, aber handschriftliche Notizen können euch wirklich helfen. Also mir hat es geholfen und probiert das gerne mal aus. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eure ganz eigenen Lesetipps und Tricks? Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Lesen.